Guten Abend, mein Name ist Frank Schaal und ich bin Museumsdirektor des Museumsparks Rüdersdorf. Und wir stehen hier bei unserem architektonischen Highlight, der Schachtofenbatterie. Einem ganz besonderen Gebäude, das es so in der Welt nirgendwo mehr gibt und das eine ganz besondere, wichtige Wirkung für die Entstehung Berlins gehabt hat. Hier in der Schachtofenbatterie wurde von 1871 an Brandkalk produziert. Es war damit eine ganz wichtige Anlage für die Entstehung der Stadt Berlin, weil man brauchte in dieser Zeit sehr, sehr viel Mörtel, um die Baustoffe, die in Berlin benötigt wurden, zusammenzukleben. Diese Schachtofenbatterie wurde 1871 bis 1877 gebaut. Im Jahr 1872 wurde bereits auf 5 Öfen produziert. Man sieht hier insgesamt 18 Öfen, die hier verteilt sind, sowie 2 Ringöfen. Sie wurden 1871 bis 1877 gebaut und aus französischen Goldzahlungen als Reparationszahlungen aus dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870 bis 1871 bezahlt. Die Menge an Brandkalk, die in Berlin gebraucht wurde, die stieg rasant an und mit dieser Anlage konnte eben auch die Nachfrage sehr gut bedient werden. Weil die alten Rumfortöfen am Anfang des Parks hatten einfach nicht genügend Kapazität. Hier wird es jetzt spannend, denn hier kommen wir in die Produktionsprozesse rein. Diese Klappe, die wir hier vorne gleich sehen werden, das ist eine Beschickungsöffnung. Wir stehen nämlich hier auf der Beschickungsebene. Das hieß, hier wurde früher das Kalksteinmaterial eingefüllt in diese Anlagen hier und hier wurde dann anschließend in der unteren Ebene befeuert, sodass hier der Kalkstein zu Brandkalk umgewandelt werden konnte. Das ist ein relativ einfacher Prozess, denn hier wird Kalkstein erhitzt. Der muss bei mindestens 900 Grad einige Stunden in Anführungszeichen gekocht werden und von dann löst sich aus dem Calciumcarbonat, das ist eben dieser Kalkstein, löst sich Kohlendioxid heraus und was übrig bleibt, ist der Brandkalk, also das Calciumoxid. Das wird verwendet, um nachher als Bindemittel für Mörtel und auch für andere Produkte genommen zu werden. Hier sehen wir jetzt eine Drehstation. Hier kamen also die Geräte auf den Schienen angefahren, die waren voll gefüllt mit dem Kalkstein. Der Kalkstein musste dann so positioniert werden, dass er in diese Öffnung reingeschüttet werden konnte. Also es war ganz wichtig, dass wir hier oben auf der Beschickungsebene relativ einfache zu handelnde Situation hatten. Neben dem Kalkstein wurde teilweise aber auch Koks mit eingefüllt, weil Koks als Katalysator wirkte und so dieser Brennprozess etwas schneller voranging. Allerdings musste man immer schauen, welche Produkte man herstellen wollte, weil der Koks natürlich auch für eine Verfärbung des Kalksteinmaterials sorgen kann. Das heißt, je mehr Koks ich reinschütte, desto grauer wird letztlich das gewonnene Brandkalkmaterial. Im Hintergrund sehen wir etwas Besonderes. Das gehört jetzt nicht zum Museumspark, ist aber einer der bekanntesten Lost Places Brandenburg. Das ist das ehemalige Chemiewerk. Die Anlage wurde 1940 bis 1942 gebaut und wurde zunächst für die Bauxitproduktion eingesetzt. Dieses Bauxit wurde in den 40er Jahren eben als Baustoff für die Aluminiumproduktion genutzt, um damit kriegswichtige Flugzeuge herzustellen. Das hatte 1945 ein Ende und als das Gebiet erobert war, hat man sich sehr schnell hier daran gemacht, alles, was in diesem Werk beweglich war, zu demontieren. Alle Maschinen, alle Türen, alle Fenster, alle Leitungen, die einen gewissen Wert darstellen, wurden demontiert. Es wurde quasi ein leeres Gerippe. 1949 kam dann ein Befehl aus Moskau, der besagte, da ist ein neues Werk, die DDR war mittlerweile gegründet, das müsst ihr wieder in Produktion bringen. Bauxitproduktion war damals allerdings nicht angesagt, sondern es sollte Phosphat produziert werden. Und so wurde hier aus diesem Werk ein Chemiewerk. Zunächst hat man hier Mittel für die Tierfutterproduktion hergestellt, anschließend auch Düngemittel. Seit 1999 steht jetzt dieses Gebäude leer und wartet auf eine neue
Zukunft, die allerdings noch nicht genau definiert ist, was hiermit geschehen soll. Zeitweise standen in Rüdersdorf 4 Zementwerke, die gleichzeitig für die Zementproduktion eingesetzt wurden. Übrig geblieben ist davon allerdings nur noch eine Anlage und die sehen wir hier. Das ist das große Zementwerk, das heute der Firma Cemex aus Mexiko gehört. Es ist eine der modernsten Produktionsanlagen in ganz Europa und hier werden jährlich bis zu 2 Millionen Tonnen Zement hergestellt. Im gleichen Werk werden auch Transportbetone hergestellt, die dann direkt in Berlin und Umgebung auf die Baustellen gebracht werden. Wir stehen jetzt hier vor dem Ringofen oder beziehungsweise einer von den 3 Ringöfen, die hier am Gebäude noch sichtbar sind. Diese Anlage wurde später eingebaut. Man muss sich das eben auch so vorstellen, dass der Bauzeitraum von 1871 bis 1877 nur ein Teil dieser Bauperiode darstellt. Denn das Gebäude wurde immer wieder auch den technischen Möglichkeiten her angepasst. Und dieser Ringofen hat ein anderes Brennprinzip, ist auch noch etwas effektiver als die restlichen Öfen aus der Rumford-Ära. Und wie man sieht, er ist auch von seinem Umfang und seiner Höhe deutlich höher als das, was in den restlichen Schornsteinen hier zu sehen ist. Diese unterschiedlichen Schornsteinhöhen, die haben auch etwas mit einer Forschungsarbeit zu tun. Denn man hat sich gefragt, hat die Höhe des Schornsteines positive oder negative Effekte auf den Brennprozess. Letztlich hat man dann festgestellt, macht keine großen Unterschiede. Deshalb sieht das jetzt ein bisschen so hier aus, dass hier unterschiedliche Höhen sind, aber die könnten auch die gleiche Höhe haben und es würde trotzdem derselbe Brennprozess funktionieren. Diese Anlage wurde gebraucht, um die Gesteinsgrößen zu verkleinern, denn es ist verständlich, dass kleineres Gestein sich besser verarbeiten lässt als richtig großes. Und deshalb war die Brecheranlage notwendig, damit der Brennprozess schneller über die Bühne gehen konnte. Ganz im Hintergrund sieht man noch einen Masten. Dieser Mast war notwendig, um von der Seilbahn-Umlenkstation die zu produzierende Ware, also die Kalksteine, in das Zementwerk 3, das doch eine ganz schöne Entfernung vom Steinbruch hatte, rüber zu transportieren. Diese Masten stehen immer noch und sind Zeugen für die Transportanlagen, die es noch hier im Museumspark zu sehen gibt. Willkommen in der Kathedrale des Kalks. Ja, wir nennen das so, weil diese besondere architektonische Situation einen nahezu sakralen Charakter hat. Alles andere als heilig war aber die Arbeitssituation hier, denn wir befinden uns hier auf der Befeuerungsebene der Schachtofenbatterie. Und wenn hier 18 Öfen gleichzeitig befeuert wurde, dann kann man sich vorstellen, wie warm es hier in diesem Gebäude war. Und hier ist ein Feuerungsloch. Diese Löcher wurden halt mit Kohle befeuert und eine Besonderheit hat diese Rumford-Öfen ausgemacht. Und deshalb waren sie auch eine technische Revolution ihrer Zeit, denn die Hitze wurde nicht unterhalb des Materials erzeugt, sondern sie wurde als Seitenbefeuerung erzeugt. Dadurch war ein permanenter Brennprozess möglich und so konnte eben auch die Ausstoßmenge des Brandkalks erheblich gesteigert werden. Jetzt befinden wir uns in der Entnahmeebene.
Hier wurde eben der Kalkstein wieder aus dem Brennprozess entnommen. Dann wurde es weiter transportiert in Mahlanlagen, weil man muss sich vorstellen, diese Entnahme hier, das war jetzt nicht nur reines Pulver, sondern das war schon noch etwas gesteinsartig, allerdings ziemlich mürbe. Und so konnte dieses hochalkalische Material, das dann einen pH-Wert von 13 hatte und somit auch sehr ätzend war, wurde dann weitergebracht in das Mahlwerk, wo es dann anschließend zu Löschkalk weiterverarbeitet wurde. Solche Loren wurden beladen und dann zur Weiterverarbeitung in die jeweiligen Anlagen transportiert. Hier muss man sich eben vorstellen, dass der eben entnommene Brandkalk immer noch sehr heiß war und der kühlte aber mit der Zeit ab. Und anschließend wurde aus diesem Brandkalk Löschkalk hergestellt. Löschkalk heißt, der Brandkalk wurde noch einmal mit Wasser vermischt. Das bringt eine sehr starke exotherme Wirkung mit sich, denn wenn man kalten Brandkalk mit Wasser verbindet, bringt das letztlich eine Wirkung von bis zu 180 Grad Celsius mit, indem ein Teil des Wassers verdampft und so Kalkhydrat entsteht. Dieses Kalkhydrat war natürlich viel einfacher zu verarbeiten, weil es nicht mehr so stark ätzte und letztlich aber dennoch die guten Bindewirkungen des Calciumoxids, also des Brandkalks, innehatte.